Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto in der Short Wheelbase von der Firma CMC im Maßstab 1:18. Bleibt dran! Ich zeige euch ganz schnell mal die Verpackung. Das ist wie gesagt vorne, Seite, Rückseite. Ich öffne mal diesen tollen Wagen. So, und hier können wir sehen, hier ist ein Werkzeug dabei, wo man die Felgen abschrauben kann. Und da oben natürlich ein Poliertuch bzw. ein Original CMC-Tuch. Typisch für CMC befindet sich hier noch eine Bedienungsanleitung bzw. Produktbeschreibung. Sehr schön gemacht, finde ich. Mit den Details zum Wagen, sowohl zum Vorbild als auch zu dem Modell. Dann befindet sich hier eine Art Bedienungsanleitung mit den technischen Möglichkeiten, die das Fahrzeug bietet. Und natürlich der Zettel, wo die Seriennummer draufsteht, im Prinzip das Zertifikat. Das ist die Nummer 4844. Und ja, das ist der Inhalt der Packung, was mitgeliefert wird. Kommen wir nun zu dem tollen Modell. So, hier ist der Wagen ausgepackt und das ist natürlich ein sehr beeindruckendes Modell. Dieser Ferrari 250 GT ist ein sehr bedeutsames Fahrzeug und war damals das beliebteste Sportcoupé in den 60er Jahren. Sehr viele bekannte Rennfahrer von damals haben dieses Auto privat besessen. Dieses Modell wurde sogar in echt, also jetzt nicht das Modellauto, das wäre schön, aber das Modell wurde in echt sogar für mehrere Millionen Euro schon mal versteigert. Also das ist ein richtig beliebtes Fahrzeug. Aber das kann man ihm auch nicht verwehren, das ist wirklich ein schönes Ding. Schauen wir uns mal die Front an. Hier wurde wieder sehr detailliert von CMC gearbeitet. Der Kühlergrill ist meiner Meinung nach sehr schön umgesetzt worden. Also hier sehr schön die Streben der des Ferrari-Pferd ist schön umgesetzt worden. Die Chromleisten, das ist wirklich sehr beeindruckend gemacht, wie ich finde. Wir schauen uns natürlich den Motor jetzt an. Und das ist natürlich eine Wucht, weil CMC natürlich dort ganz besonderen Wert drauf legt. So, ich habe die Motorhaube mal aufgemacht. Ich versuche euch das jetzt zu zeigen, in der Hoffnung, dass die Motorhaube aufbleibt. Schaut mal hier, wie beeindruckend dieser Motor umgesetzt worden ist. Hier sind wirklich sämtliche Details umgesetzt worden. Hier wurde an jeden Schlauch gedacht. Es ist übrigens ein 12-Zylinder, ja. Und also wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr schönes Teil. Und hier kann man wirklich sehen, wie so der Motor des Originals aussah. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich denke, das kann man raushören. Ich schließe die Motorhaube mal wieder. Und wir kommen mal zur Seite dieses grandiosen Fahrzeugs. Und ihr könnt sehen, das ist die typische Form des 250 GTs von Ferrari. Zuerst hat mir dieser Wagen eigentlich überhaupt nicht so zugesagt, aber je öfter ich ihn gesehen habe, desto mehr habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug. Warum, das erzähle ich euch gleich nochmal. Schauen wir uns erstmal die Seite an. Wie gesagt, elegante Form. Wir sehen hier im Prinzip die sehr gut umgesetzten Reifen oder Felgen von CMC. Also wirklich mit den einzelnen Streben hier drin. Richtig klasse gemacht. Die Chromleisten sind vorhanden hier überall. Also es ist wirklich sehr, sehr detailliert. Jetzt zum Höhepunkt meiner Meinung nach, das ist das Heck. Man schaut euch einfach mal dieses Heck hier an. Das ist einfach ein sehr gelungenes, meiner Meinung nach, Heck von einem Auto. Und vor allem mit diesen 4 Auspuffrohren, ja, die natürlich auch sehr gut klingen, wie es für einen Ferrari sich gehört natürlich. Und hier an der Seite sehen wir Luftausstöße oder Luftauslässe besser gesagt. Hier die schönen Rückleuchten, kann man gut erkennen. Den Tankstutzen, den kann man übrigens auch öffnen von dem Wagen. Und ich zeige euch mal schnell den Kofferraum. So. Und wir können hier reinschauen. Das ist übrigens, das Ersatzrad kann man rausnehmen. Das möchte ich jetzt nicht machen, das ist sehr, sag ich mal, friemelig. Wir können sehen, der Kofferraum wurde ausgekleidet mit Teppichimitat. Ja, sehr hochwertig, wie ich finde. Und ja, hier hinten steht übrigens noch Ferrari drauf auf dem Kofferraumdeckel.
Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt in das ebenfalls sehr schöne Innenraum in den schönen Innenraum des Wagens. Und ich öffne hierzu einfach mal die Türen, die übrigens schwer aufgehen. Ist noch relativ unbenutzt, das Fahrzeug. Und bin übrigens recht stolz, es zu besitzen. Und ich zeige euch mal diesen tollen Innenraum. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Also ihr könnt sehen, das ist ein sehr, sehr detaillierter Innenraum. Hier wurde wirklich an nichts gespart, beziehungsweise alles gemacht wie im Original. Sogar die Armatur hier, die rote, ja, die ist aus Metall. Und das hat mich sehr beeindruckt übrigens. Also das ist schon alles sehr, sehr originalgetreu gemacht worden hier wieder von CMC. Und ich kann halt wirklich, ich kann eigentlich fast nichts finden, was mich hier negativ beeinflusst oder aufhält. Das Holzlenkrad mit den 3 Streben drin aus Metall ist ebenfalls sehr, sehr ansehnlich. Die Tür, gucken wir mal die Beifahrerseite rein. Ja, hier, sehr schön gemacht. Ich zeige euch auf jeden Fall noch Fotos. Und ich wollte euch natürlich auch noch den Unterboden präsentieren und der ist natürlich auch sehr detailliert umgesetzt, wie ihr seht. Also das ist schon klasse gemacht. Da kann man sich echt nicht beschweren. Hier innen drin ist übrigens der Fußboden natürlich auch aus Teppich, das ist klar. Die Ledersitze hier sind auch gut gemacht, beziehungsweise, wie ich schon sagte, es ist echtes Leder verbaut worden. Die Mittelkonsole sieht sehr schön aus, also im Großen und Ganzen meiner Meinung nach ein wirklich tolles Modell. Und falls ihr Ferrari sammelt, denke ich mal, kommt ihr an diesem Wagen einfach nicht drum herum. Also ihr müsst suchen. Der Wagen ist natürlich schon lange ausverkauft. Also ihr müsst suchen, wenn ihr einen haben wollt. Bei mir hat es auch Jahre gedauert, bis ich so ein Teil mein eigen nennen konnte. Ja, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich möchte gerne eure Meinung wissen. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke zu drücken, sonst gibt es hier keine neuen Videos mehr. Achso, an dieser Stelle ist übrigens erwähnt, schaut euch auch mein anderes CMC-Modell an, das ist übrigens mein zweiter. Ich habe auch noch ein Porsche 901 vorgestellt. Link dazu in der Beschreibung oder hier oben. Ja, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin, ciao.